Hallo meine Lieben und willkommen endlich zu einem neuen Video. Ach Mensch, es tut mir so leid. Ich habe wirklich nicht geplant, so eine lange Pause zu machen und wollte jetzt auch nicht sagen, jetzt nochmal extra, ne, ich bin jetzt irgendwie für einen bestimmten Zeitpunkt weg oder so. Ich habe das echt nicht geplant. Die Zeit rennt einfach so schnell und ich weiß und bin euch auch sehr dankbar, dass ihr da auch total Verständnis dafür habt. Es ist super viel los. Es ist gerade sehr viel und ich werde auch im Laufe des Videos noch dazu kommen, was alles so, ja, gerade einfach abgeht. Ist eben halt viel und ich musste irgendwo Abstriche machen. Vielleicht hätte ich das von Anfang an so einplanen sollen, aber man weiß das halt immer nicht, ne? Dass ich hätte sagen sollen, okay, ich mache jetzt irgendwie, weiß nicht, 2 Monate Pause oder so und konzentriere mich voll auf unser Baby. Aber ja, ich dachte wie immer, weil ich immer sehr viel von mir selber verlange und mich selber sehr unter Druck setze, dass ich dachte, ja, natürlich, super Mutter, wie immer, ne, sie schafft alles. Ich muss sagen, Ayla, Alhamdulillah, sie ist ein super tolles Baby. Also es ist nicht so, dass sie uns irgendwie nächtelang wach hält oder sonst irgendwas. Es läuft alles gut. Es war eigentlich hauptsächlich die Still-Journey, die so viel Zeit genommen hat. Und ich habe euch ja schon in den letzten Vlogs ja eben erzählt, ich habe es mir ja so sehr gewünscht, das letzte Baby wenigstens voll und lange zu stillen. Ja, auch wenn man sagt, so ja, man will sich nicht so unter Druck setzen, ist es irgendwie so trotzdem, dass man so als Mutter sich unter Druck setzt. Ja, auch wenn man sagt, ich will es nicht, ne, man mental, ich will mich nicht stressen und was passiert, das passiert. Und auch wenn sie die Flasche bekommt und Pränahrung, ist es nicht schlimm. Unsere Kinder sind, unsere anderen 8 Kinder sind alle gut gedeiht mit der Flasche, aber trotzdem irgendwie mein Ehrgeiz, ja, mein Ehrgeiz ist immer das, was so, ja, mich immer so antreibt. Und ich war halt einfach so super ehrgeizig die ganze Zeit. So, ich mache alles, was es, alles, ich habe wirklich alle Methoden ausprobiert. Ich habe alles gemacht, bis am Ende auch Tabletten noch meine Ärztin mir verschrieben hat, die auch nochmal Milchbildung fördern. Ich habe wirklich alles gemacht und immer wieder so die Phasen, ich hatte so Up und Downs, wo ich immer gesagt habe, ach, okay, wenn es nicht klappt, ist nicht schlimm. Ich gebe es jetzt auch vor allem, das war auch immer so, ich habe halt immer so dieses Gedanke so, ja, entweder es klappt oder ich gebe es auf, was finde ich total falsch war, so, ne, so statt einfach zu sagen, okay, dann bleibe ich einfach beim Teilstillen. Der einzige Struggle, den ich hatte, ansonsten, wir haben so eine schöne Routine mit Ayla, also schön schlafen tun wir und so weiter, ist alles super, total liebes Baby. Es ist nichts, entweder hat sie Hunger, will spielen oder schlafen, sonst nichts. Jetzt langsam, übrigens, in ein paar Tagen wird Ayla 4 Monate. Leute, ich habe vor 4 Monaten entbunden. Ich glaube das selber nicht, dass schon 4 Monate um sind. Es geht einfach so schnell. So schnell. Und deswegen war für mich auch so wichtig, gerade die Zeit, weil ihr wisst, ich konnte es bei meinen anderen Kindern einfach nicht genießen, diese Babyzeit. Deswegen, ja, war auch der Grund, wo ich gesagt habe, okay, ich ziehe mich ein bisschen zurück. Ich nehme die Zeit für mich und für Ayla. Wir genießen unsere Zeit und wie gesagt, so ein bisschen diese Still-Journey und hin und her. Ich weiß nicht, vielleicht müsste ich dazu ein separates Video machen, weil ich denke, im Nachhinein jetzt hätte ich am Anfang ein paar Sachen anders gemacht. Vielleicht hätte es dann geklappt mit dem Vollstillen, vielleicht aber auch nicht. Ne? Vielleicht hätte es einfach auch nicht geklappt. Ne? Also jetzt bin ich Alhamdulillah dankbar. Ja, seit ein paar Wochen habe ich einfach ja mich damit abgefunden, dass ich teilstille. Und ich dachte mir so die ganze Zeit, warum habe ich mir so einen Kopf gemacht, dass ich die ganze Zeit gesagt habe, ja, entweder ich stille voll oder ich gebe es auf. So, hä? Ist doch dann, du kannst auch trotzdem teilstillen und dankbar dafür sein, dass ich eigentlich über 3 Monate lang meine Tochter zwischen 70 und 80% mit der Muttermilch ernährt habe. Das ist ja nicht wenig. Für mich ist ja Stillen ist ja nicht nur Nahrung für mein Kind, was natürlich die beste Nahrung ist, die ich ihr geben kann, sondern es ist ja auch viel mehr. Es ist dieses Kuscheln, diese Nähe, das genießen wir ja beide total. Das war ja das, was ich ja auch vermisst hatte, weil ich das bei den anderen Kindern nicht hatte. Und deswegen habe ich jetzt eigentlich die Vorteile von beiden Welten und bin jetzt eigentlich, Alhamdulillah, also Gott sei Dank, wirklich sehr zufrieden, weil ich sagen muss, ich nutze die Vorteile der Flasche, weil ich kann abhauen. Ich bin regelmäßig jetzt wieder bei meinem Fitnessstudio und schwimme die ganze Zeit. Ich war jetzt wirklich, weil es ja aktuell super heiß ist, ich war wirklich jetzt jeden Tag schwimmen.
Es hat mir so, so gut getan. Also auch mein Bein, meine Wassereinlagerungen, die ich immer noch nicht ganz los bin. Ich habe mir eine Lymphdrainagenmassage gegönnt. Also das sind wirklich so diese Vorteile, die ich sagen muss, das ist wirklich praktisch, dann eben ein Fläschchen zu geben. Wobei ich das ja dann auch natürlich so geplant hatte, dass wenn ich voll stille, auch mal vielleicht dann mehr abpumpen kann und dann ja eben Milch in den Kühlschrank packe und dann ja jemand hier zu Hause dann auch einer mit der Muttermilch füttern kann. Aber gut, wie gesagt, jetzt ist es eben so, wie es ist und ich bin sehr, sehr froh. Deswegen, dass ich ja trotzdem das Ganze genieße und sie ja regelmäßig stille und sie das ja auch genießt und das auch braucht, dass sie halt gerne ja so einschläft und wir haben unsere schönen Routinen und das ist jetzt ja super so, wie es ist. Und jetzt langsam eben, ja, nach fast 4 Monaten habe ich jetzt eigentlich so einen besseren Rhythmus, wo ich ja ein bisschen mehr auch Zeit habe und für mich war halt jetzt erstmal so ein bisschen auch der Fokus jetzt eben neu angefangen, dass ich ein bisschen mich um mich kümmern kann, ein bisschen mehr jetzt in Bewegung komme, rückbildungstechnisch und so weiter. Ich wollte gar nicht so viel reden, weil ich habe eigentlich noch viele andere Sachen zu erzählen, aber eine Sache muss ich sagen, was mich jetzt die letzten Monate einfach gerettet hat, ist dieser Stillsessel. Denn es ist egal, ob auf der Couch oder auf dem Bett. Ich musste mir immer erstmal so ein richtiges Lager mit richtig vielen Kissen bauen für meinen Rücken, für meinen Nacken, dann eben um meine Arme abzulegen mit dem großen Stillkissen, dann das kleine Stillkissen, kleines Nackenkissen, wirklich so einen richtigen Turm immer überall aufbauen, damit ich halt bequem stillen kann, gerade in den Phasen, wo ich ja super viel auch Clusterfeeding und so gemacht habe. Bin ich wirklich so, so dankbar, dass ich diesen Sessel hier habe, der ist, also kann ich euch wirklich zu 100% empfehlen. Er ist so, so bequem. Nicht nur praktisch zum Stillen und Füttern, sondern auch einfach so schön zum Schaukeln, um die Beine hochzumachen. Ja, gerade mit meinen dicken Beinen, die dann ja geschwollen sind, muss ich die auch hochlegen. So, so schön bequem. Wir streiten uns schon teilweise um den Stuhl. Also wenn ich gerade nicht mit Ayla drauf sitze, dann nutzt jeder andere den Stuhl, weil er auch allgemein eben super schön bequem ist. Und gerade wenn mein Baby unruhig ist, hilft diese sanfte Dreh- und Wippbewegung total. Besonders bei langen Still- oder Kuscheleinheiten merke ich, wie gut mein Kopf und Nacken gestützt werden. Das entspannt einfach sofort. Die Armlehnen lassen sich auch ganz einfach anpassen. So finde ich immer die perfekte Position zum Stillen oder Füttern. Und auch wenn mein Mann oder die Kids Ayla füttern, können sie die Armlehne direkt auf deren passende Höhe einstellen. Und mit nur einem Knopfdruck kann ich die Position ganz einfach entspannt verändern. Gerade bei langen Tagen oder Nächten ist das einfach unglaublich angenehm. Die Flasche ist immer direkt griffbereit, ohne dass hier alles herumliegt. Danach verschwindet das Fach einfach wieder. Das ist super praktisch. Auch für meine Trinkflasche nutze ich das Fach regelmäßig. Der Stoff ist auch richtig, richtig toll. Der ist einfach richtig schön weich und ich habe schon öfters gekleckert, da bleibt nichts hängen, also es ist super schön pflegeleicht, sehr gut abwischbar und zusätzlich finde ich auch noch richtig gut, dass er Ökotex zertifiziert ist, dadurch auch eben sicher für die empfindliche Babyhaut. Seitdem gehört dieser Stuhl einfach zu unserem Alltag. Er macht das Stillen, Kuscheln und die Fütterung für uns alle deutlich entspannter. Also meine Lieben, falls ihr auch gerade auf der Suche nach einem gemütlichen Stuhl seid, dann schaut unbedingt bei Flexispot vorbei, denn die feiern aktuell ihr 10-jähriges Jubiläum. Deshalb gibt es gerade tolle Angebote. Außerdem hat jede Bestellung aktuell im August die Chance auf ein 10.000 Euro Golden Ticket. Dazu gibt es 50% Cashback, 12% Rabatt auf alles und viele weitere Aktionen. Deswegen schaut sehr, sehr gerne vorbei. Ich habe euch wie immer einen Link unten in der Videobeschreibung gelassen. Ayla macht aktuell immer so Power Naps. Und dann sind wir wieder wach, ne? Aber dafür, Alhamdulillah, schlafen wir nachts ja schon lange. Übrigens, jetzt ist Ayla gerne in dem Kinderwagen, beziehungsweise wir nutzen ja den Donner, der hat ja die Liegeposition. Ganz am Anfang mochte sie ja gar nicht, da war sie ja mehr mit der Trage, war ich mit ihr draußen. Aber jetzt, seit die so halt viel so guckt und so, jetzt sitzt sie gerne im Kinderwagen und schaut sich alles an und dann schläft sie da auch ein. Also das ist richtig gut, weil jetzt, wir haben ja jetzt schon 5,5 Kilo, glaube ich, ne? Beim letzten Wiegen. Das ist schon viel so für eine Trage. Gerade wenn man so halt spazieren will. Ne? Ich werde ja mal so ein bisschen meine Schritte sammeln und so weiter. Ich weiß auch nicht, ob ihr so ein Interesse habt daran. Eigentlich wäre jetzt so praktisch
Das hat auch jemand von euch geschrieben, jetzt nochmal so ein Update zu machen, welche Dinge ich wirklich so am Ende gebraucht habe und welche nicht. Ich hatte ja ein Video dazu, ne, welche Dinge brauche ich jetzt für das Baby. Da waren ja auch eure Empfehlungen und was habe ich dann am Ende geholt und was war dann wirklich nützlich und was war nicht so nützlich. Keine Ahnung, wenn euch das interessiert, dann sagt mir gerne Bescheid. Ansonsten, ja, nehme ich euch jetzt nochmal ein bisschen mit und ja, erzähle euch dann noch, was so weiter abgeht hier aktuell im Hause Themis. Ja, den morgen, das ist schwarze Dings. Jetzt die letzte da, die letzte unten. Wieder, komm hier. Mit Kraft, ja. Ja, und jetzt. Genau. Reicht schon. Drehen. Einfach mit der Hand. So, ja, genau. So, geht langsam, ja, langsam, weiter. Stopp. Reicht schon, das nächste. So einfach, yarın yapacağız diye, wir können die so lassen und morgen können wir die machen. Einfach übereinander legen. Çünkü die sind jetzt ein bisschen durcheinander jetzt so, durch das Kochen. Aber Anne, dann werden die doch schneller schlecht, oder nicht? Das wird doch jetzt nicht leer.
So, voll der große Kürbis, ja. Hallo. Schade da. Ich mache jetzt noch einen Bananenkuchen, weil den ich vorhin gemacht habe, der ist schon fast weg. Bei uns reicht ein Kuchen nicht. Und weil der so lecker ist, mache ich jetzt einfach noch einen, weil der so einfach ist. Und ich nehme euch dabei mit. Zermanschen jetzt als erstes die Bananen, bis das so zu einer richtigen matschigen Konsistenz wird. Bananen sind jetzt nicht so reif gewesen, aber das klappt trotzdem. 125 Gramm geschmolzene Butter rein. 240 Gramm Vollrohrzucker. Ihr könnt auch braunen Zucker nehmen, aber ich habe gerade keinen. Deswegen machen wir das so. Das funktioniert auch. 2 Eier rein. Und das wird auch wieder schön vermengt. Eine Packung Bonbon Vanillezucker. 200 Gramm Mehl. 1 Teelöffel Backpulver. Und das wird wieder gut vermengt. Das ist übrigens Dinkelmehl, kein Weizenmehl. Weil Mutter kauft ja nur Dinkelmehl. Eine Packung Schokoladensauce. Und das war's auch schon. Und das einfach in die vorgemähte und eingebutterte Form. Die Banane habe ich in eine Hälfte geschnitten. Und die wird einfach hier so raufgepackt. Das war's. Das kommt jetzt in den Ofen auf 190 Grad für 60 Minuten. Ich sitze hier gerade wieder auf meinem Thron. Zehra ist gerade rausgegangen mit Ayla. Ein bisschen spazieren, damit ich hier weiterarbeiten kann. Ich hoffe, ihr hört mich gut. Die Klimaanlage läuft im Hintergrund, aber ich hoffe, mit dem Mikro sollte sich das angenehm anhören. Beziehungsweise ich benutze auch gerade eine neue Kamera. Ich habe mir diese Osmo Pocket Kamera geholt, weil ich finde die viel, viel praktischer zum Vloggen. Geht auf jeden Fall viel, viel schneller. Deswegen denke ich, das wird ganz praktisch so jetzt im Alltag, weil es schnell gehen muss. Die Riesenkamera immer aufzustellen und so weiter ist, finde ich, ein bisschen schwierig, ein bisschen anstrengend. Deswegen hoffe ich, so wird es besser. Auf jeden Fall wollte ich euch ja noch mal ein paar Sachen erzählen. Unter anderem, es ist jetzt offiziell, Meryem hat ihre Wohnung. Mit ihrem Verlobten natürlich. Die haben ihre Wohnung gefunden, die haben den Mietvertrag unterschrieben, die haben die Schlüssel. Jetzt geht's los und wisst ihr, was ich so ganz besonders liebe, sind so Makeover, so vorher, nachher. Finde ich immer richtig, richtig interessant. Deswegen will ich euch da auf jeden Fall ja, mitnehmen jetzt mit Meryems Wohnung. Also sie möchte das natürlich auch, dass wir das Ganze ein bisschen mitnehmen, wie sie die Wohnung einrichtet. Meryem hat ja auch einen sehr schönen Geschmack, finde ich. Deswegen ja, bin ich selber sehr neugierig. Was sind so ihre Ideen? Ich war noch nicht in der Wohnung. Dort gehen wir im nächsten Vlog gemeinsam hin. Und dann kann ich ja Meryem auch so ein paar Tipps geben. Die fragen natürlich auch die beiden so fleißig, was wir halt sagen, ne, was die Renovierung und so weiter angeht und so. Wir haben auch gesagt, ja, die sollen jetzt nicht zu viel Geld da reinstecken. Ist halt eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Ne, da ist man nicht so lange. Das muss man halt immer so bedenken. Klar, man will es sich halt immer schön machen, aber es ist natürlich alles mit Kosten verbunden. Ist Meryem halt aktuell auch so ein bisschen unterwegs und schaut, welche Möbel, was sie holen. Also ich glaube, Bett hat sie bestellt schon. Dann haben sie schon die Couch bestellt, den Couchtisch. Ja, so ein paar Sachen.
Und ja, jetzt haben sie zusammen mit den Männern, haben sie jetzt so die ganzen Sachen geholt, was jetzt einmal die Renovierung angeht, weil da muss halt ein bisschen gemacht werden. Die Hausverwaltung hat einen neuen Boden reingemacht, aber die Wände sind halt katastrophal. Seht ihr wahrscheinlich ja hier, blende ich hier ein. Das sieht schon echt nicht so schön aus. Das muss man alles ein bisschen streichen, teilweise Tapete erneuern. Ja, Bad ist auch nicht so schön. Da wird sie wahrscheinlich auch so ein bisschen versuchen, günstig irgendwie was zu machen. Habe ich ihr auch schon empfohlen, weil wir haben ja unten im Gästen-WC auch einen Vinylboden. Der ist nicht so teuer, kann sie sich den reinmachen. Und dann kann sie ja gucken, was sie macht mit den Fliesen, ob man die Fliesen überklebt oder überstreicht. Also auf jeden Fall solche Varianten, ne? Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wie das aussehen wird. Auf jeden Fall werde ich euch da dann fleißig mitnehmen. Dann hat Mariam auch schon ihr Kleid. Leute, deswegen, ich bin super, super im Stress, denn die Hochzeit steht an. Wir brauchen alle Kleider. Und es ist auch noch so, dass gerade parallel auch super viele Hochzeiten dann auch gleichzeitig sind, auch von Verwandtenkreis her, also auch von Mariam, ihre Cousine und so weiter. Was halt eben super ist, wir haben schon erledigt. Mariam hat ihr Kleid schon ausgesucht, beziehungsweise lässt es schneidern. Das wird in der Türkei gemacht und kommt dann her. Also wir waren halt in der Boutique. Ne, und Mariam hat komplett ihre Wünsche gesagt, wie das aussehen soll. Ne? Sie hat zwar da ein paar Kleider so anprobiert, die hatten jetzt nicht so viele, in dem Laden nicht so viele Optionen für bedeckte Hochzeitskleider, aber die kann man alle so umschneidern, wie man will. Also deswegen ist das überhaupt kein Problem. Sie konnte sich so halt eben die Stoffe und so weiter aussuchen, zum Beispiel von einem Kleid, wo sie gesagt hat, ja, das Unterteil so, Oberteil so. Also da sind wir auch sehr, sehr gespannt. Hoffentlich wird das auch so, wie sie sich das vorgestellt hat. Bei ihrem Standesamtkleid war es sogar einfacher. Da war sie direkt in einem Laden, die hatte eigentlich komplett eine gute Auswahl, was eben für muslimische bedeckte Frauen an Hochzeits-, Verlobungs- und Standesamtkleidern. Da hat sich das auch komplett schon so angezogen und ausgesucht und da muss halt nur so ein paar Sachen geändert werden. Also das ist schon mal gut. Und ja, auch wir sind parallel ja auf der Suche, wisst ihr ja, ne, dass wir ein neues Haus suchen. Und wir haben auch schon mehrere Häuser angeguckt parallel. Also wir haben echt schon, ich glaube, 4 Häuser schon angeguckt. Und da ist halt so das Ding, das eine, das war komplett, das war leider viel, viel zu weit weg. Also das war sehr außerhalb Berlin. Grundstück war aber so top. Das war so, ich schwör's, ich will so am besten auf so einer Farm, auf so einem Bauernhof leben. Also das war schon richtig schön. Es war auch ein Schnäppchen, kann man sozusagen auch sagen. Aber es war einfach diese Entfernung, gerade so dann für die Kinder. Bisschen schwierig. Also es wäre alles machbar, aber ja, einfach ein bisschen alles zu schwierig. Dann haben wir die anderen 2 Häuser, waren dann jetzt so, das eine ist halt so, das ist hier jetzt eben der Unterschied, wo man guckt. Das eine Haus war super, super teuer, aber wirklich so, wo du komplett einfach nur mit Möbeln reingehst. Also es war so top renoviert, so top gemacht, so nagelneu alles, dass du wirklich eigentlich nur mit deinen Möbeln reingehst, vielleicht mal, okay, hier und da vielleicht mal deine andere, nach deinem Farbwunsch streichst oder so. Aber Böden waren top, alles war nagelneu gemacht, also das Haus war komplett neu saniert vor 10 Jahren und es sah dementsprechend noch tipptopp aus, also richtig, richtig gut, aber dafür extrem, extrem teuer, also komplett aus dem Rahmen unseres Budgets. Dann wiederum was anderes geguckt, was dann halt wieder günstig ist, aber wo man dann komplett von null sanieren muss. Das heißt, komplett Böden, komplett Wände, teilweise Wände einreißen, also wirklich Bäder komplett alles abreißen, alles neu sanieren. Also das ist so halt, ja, das muss man halt bedenken. Du brauchst halt einmal eben das Geld fürs Haus und dann eben auch nochmal die Kostenberechnung für die ganze Renovierung, Sanierung, Modernisierung, was auch immer. Also das muss man alles bedenken. Wir werden sehen. Ich hoffe, euch da auch jetzt mehr mitnehmen zu können. Wisst ihr, wenn man jetzt so ein Haus sich angucken geht und da wohnt noch jemand und so, da kann ich ja jetzt nicht so mitfilmen und so. Deswegen drückt mir weiter die Daumen. Falls ihr da ansonsten irgendwas wisst in Berlin, irgendwo hier und da, dann sagt mir da gerne Bescheid. Das ist der aktuelle Stand. Kleider müssen wir suchen. Alle Mädels brauchen Kleider. Jungsanzüge ist gar nicht so schwierig. Die müssen sich nur ihre Anzüge holen. Aber es ist auch nochmal, und das ist alles jetzt gerade Kosten, ne? Also wir versuchen ja natürlich auch die jungen Leute zu unterstützen, eben, was die alles benötigen und so weiter.
dann eben, ja, dass wir selber umziehen müssen, dann jetzt die Hochzeit, die ganzen Kleider für alle und so weiter. Apropos Kleider, ey, meine Lieben, ich sag's euch, deswegen hier auch nochmal, jetzt haben wir uns so lange nicht gesehen, deswegen muss ich hier viele Updates gerade geben. Also nicht wundern, ich laber jetzt hier viel, aber in den nächsten Vlogs gibt es dann inshallah mehr zu sehen. Ihr wisst, wenn ihr uns verfolgt, dann wisst ihr, dass ich mit 25 meine 8 Kinder hatte. Also meine erste Schwangerschaft war mit 20, dann die Sechslinge mit 24 und Malik Musa kam, da war ich 25. Und jetzt habe ich Ayla mit 42 bekommen. Und ich sag mal so, in der Schwangerschaft, habt ihr ja mitbekommen, ging es mir eigentlich sehr gut, Alhamdulillah. Ne? Ich hatte so die typischen Beschwerden, was ich eigentlich in den anderen Schwangerschaften auch hatte. Diese extreme Sodbrennen, Wassereinlagerung, war eigentlich alles typisch. Und witzigerweise, das war die Schwangerschaft, wo ich am wenigsten zugenommen habe. Ja, also ich habe nur knapp 15 Kilo, nicht mal, glaube ich, zugenommen gehabt in dieser Schwangerschaft. Das war das wenigste. Obwohl bei Medium hatte ich, glaube ich, auch nur 13, 14 Kilo zugenommen. Aber ich hatte halt davor 10 Kilo zugenommen, als ich geheiratet habe, bis ich schwanger war. Das war so ein Jahr. Da habe ich ja bei meinen Schwiegereltern gewohnt. Und ich habe in der Zeit, in dem ein Jahr, habe ich 10 Kilo zugenommen. Einfach aus kulturellen Ernährungsumstellungen. Durch die kulturelle Ernährungsumstellung damals. Ja, weil ich einfach sowas nicht gewöhnt war, dass man bei den Südländern eben so viel isst. Habe ich mal erzählt, oder? Ich habe ja, bevor ich geheiratet habe, habe ich mit meiner Mutter alleine gelebt, ne? Und wir haben morgens so Knäckebrot und sowas gefrühstückt, ja? Und dann wohnst du da bei deinen Schwiegereltern, stehst morgens auf und da gibt es zum Frühstück Pommes, frittiertes Gemüse, Sucuk, Würstchen und weiß ich was alles. Und dann genauso zum Mittag, Abendessen, mehrere Gänge und Vorspeisen und weiß ich was alles. Und ja, das war ich nicht gewohnt und ich musste nie auf mein Gewicht achten. Und dann habe ich das erst gemerkt, als ich dann mit mir schwanger war und dann erst einmal bei der Ärztin zur Untersuchung, da wird man ja gewogen und so weiter. Und da habe ich da erst so gecheckt, ups, was ist denn da passiert? Mit 42, meine Lieben, jetzt Ayla bekommen. Und statt dass ich ja, wie bei den anderen, ich habe immer nichts gemacht, also ich habe nicht auf irgendwas geachtet oder so nach der Geburt, sondern einfach dadurch, dass man rumflisst, vor allem wenn man Sechslinge hat und so weiter, hatte man keine Zeit für nichts und ich war direkt wieder rank und schlank. Und jetzt durch diese ganze Still-Journey und so und weiß ich was, nein, ich muss hier Malzbier trinken, ich muss das essen, das trinken, damit ich meine Milchbildung fördern kann und weiß ich was alles, habe ich statt abzunehmen, zugenommen. Das heißt, die Kilos, die ich jetzt bei der Geburt verloren habe, ne, das waren ja so, weiß ich, 4, 5 Kilo, die man eigentlich ja bei der Geburt nur verliert, habe ich zugenommen. Das heißt, ich bin beim Endpunkt, das heißt, ich bin bei 15 Kilo. Und das sind die 15 Kilo, die ich ja vor, wenn ihr das mitbekommen habt, habe ich ja mittlerweile was ist denn das jetzt, 2, 3, 4 Jahre her? Da hatte ich doch auch allein nur von Sport, da habe ich ja mit meiner Fitness-Journey angefangen, mit Krafttraining und so. Und da habe ich ja richtig schön eben 15 Kilo abgenommen. Und jetzt wieder von vorne. Ich muss wieder 15 Kilo abnehmen. Aber wir kriegen es hin. Wir kriegen es hin. Ich weiß, ich habe immer noch ein bisschen Wasser im Körper. Vor allem, ich muss mich halt so ein bisschen sporten jetzt. Ne? Ich will jetzt nicht ein Jahr dafür brauchen, so wie beim letzten Mal. Beim letzten Mal hatte ich hatte jetzt nicht unbedingt so ein Ziel, ich will jetzt 10 oder 15 Kilo abnehmen, sondern einfach, da ging es mir ja mehr um meine Gesundheit, um meine Knieprobleme, Rückenprobleme und so weiter. Und deswegen war das so eine Journey, wo ich ganz natürlich einfach nur durch den Sport dann innerhalb eines Jahres die 15 Kilo verloren habe. Aber jetzt muss ich mich ein bisschen ranhalten, meine Lieben. Jetzt muss ich ein bisschen Gas geben, weil bis zur Hochzeit, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, aber ich will jetzt auch nicht irgendwas krasse Crash-Out-Diäten machen oder so. Ich mache jetzt weiter, ich bin schwimmen, ich muss erstmal zu mir kommen, weil das ist das, was ich meinte. Jetzt nicht nur, die Schwangerschaft war gut in dem Alter, aber ich muss sagen, jetzt nach der Geburt, ich bin einfach kaputt. Ich lache die ganze, ich bin kaputt, meine Lieben. Meine Rücken ist kaputt, ich habe wieder komplett Rückenschmerzen. Und meine Knie sind auch wieder in dem Zustand wie davor, bevor ich mit dem Sport angefangen habe. Deswegen muss ich jetzt langsam, jetzt sind wir ja 4 Monate postpartum, jetzt langsam wieder, ich bin noch bei der Rückbildung. Also ich mache Rückbildungskurs, da bin ich noch, das ist ja einmal die Woche. Und gehe halt schwimmen und habe ansonsten noch nicht so krasse Sachen gemacht, weil ich auch mich so körperlich überhaupt nicht fit fühle. Aber so langsam merke ich, geht es. Ja, also jetzt langsam geht es meinen Beinen ein bisschen besser durch das Schwimmen. Ich müsste jetzt mal langsam vielleicht, ich sag mal so
Vielleicht fange ich so in 2 Wochen langsam mit dem Krafttraining an, so ne, leicht bestimmte Sachen. Ne? Ich muss ja aufpassen, so gerade Bauchmuskeln und so weiter sollte man ja jetzt noch nicht trainieren. Ich gucke mal so langsam eben mehr bewegen jetzt, mehr regelmäßiger oder eben solche Sachen Ausdauer machen und so ein bisschen jetzt auf die Ernährung ein bisschen achten, so wie vorher. So ist es ja nicht so schlimm, wenn man ja ein bisschen Gewicht hat, aber für mich war es gerade einfach so deprimierend, weil ich gestern zum Beispiel, vorgestern, wollte ich eine meiner Hosen anprobieren und ich passe einfach in meine Hosen nicht rein. Außer so Jogginghosen oder ich habe so Leinenhose, die sind so mit Gummi, aber so in alle anderen Hosen davor, vor der Schwangerschaft, so meine Jeanshosen und so weiter, passe ich einfach nicht rein und das hat mich so geärgert. Und deswegen, ich fühle mich einfach so selber einfach total so unwohl und ja, jeder muss für sich selber wissen, wie er sich wohlfühlt und ich fühle mich einfach total unwohl. Also es ist einfach so, das Gewicht drückt ja auch auf alles, ne? Also man muss auch sowas auch einfach auch achten im Alter, wie gesagt, Rücken, Knie. Und mein Rücken ist ja auch überhaupt kaputt, weil ich halt in so einer gekrümmten Sitzhaltung schlafe, weil Ayla so, ja, halb auf mir schläft. Jetzt mittlerweile seit ein paar Tagen versuche ich das jetzt so ein bisschen zu regeln. Es geht jetzt langsam, wird es ein bisschen besser. Aber dadurch, dass ich sie vor allem nachts stille, also nachts braucht sie halt keine Flasche. Deswegen ist es dann immer so, ja, in dieser Stillposition halt meistens, dass wir dann so schlafen. Und das hat meinen Rücken gerade richtig kaputt gemacht. Ich muss meine Rückbildungsübungen regelmäßig machen. Einmal die Woche reicht nicht. Ich muss das jeden Tag eigentlich machen. Aber ich muss immer zu irgendwas kommen, wisst ihr? Jetzt ist gerade so, ja, Ayla hat ihre Milch getrunken und jetzt ist Zehra mit ihr spazieren gegangen und jetzt habe ich gerade Zeit dafür. Parallel schneide ich eben das Video gerade, was ihr seht. Dann parallel muss ich noch Instagram-Werbung filmen. Also es ist halt einfach alles so, ich muss immer gucken, wann was ich schaffe. Hikmet hat gerade richtig viele Gurken geerntet und die sind riesengroß, die sind so fett, also es sind so richtig fette Salatgurken. Die schaffen wir jetzt nicht alle so jetzt hintereinander wegzuessen. Deswegen wollte ich auch noch was damit machen und irgendwie so schnell so eingelegte Gurkenscheiben, die man dann einfach so hat, wenn man so sich Brot macht oder so, die so ein bisschen länger haltbar sind, aber ohne, dass ich das jetzt irgendwie einkochen muss oder so. Deswegen müssen wir da auch noch ein Rezept raussuchen und die Gurken verarbeiten. Meine Mutter kommt nächste Woche, dann kann sie mir auch noch ein bisschen helfen mit der Verarbeitung des Gemüses. Das hatten wir mit Hikmet halt auch nicht so bedacht, ne? Ist so jetzt die Zeit, dass ich mich jetzt um diese ganze Gemüse und so weiter kümmere. Deswegen ist das halt alles so gerade so ein bisschen einfach für mich zu viel gewesen mit dem Vloggen und Filmen und vor allem auch hinsetzen und schneiden und so weiter. Aber es ist eben jetzt viel und es geht los und ich versuche euch so gut wie möglich und so viel wie möglich mitzunehmen. Deswegen aktiviert auf jeden Fall die Benachrichtigungsglocke, weil dann bekommt ihr eben auch eine Info, wenn ein Video online geht. Aber ich hoffe jetzt wirklich, nächsten Sonntag kommt der nächste Vlog direkt und es kommt keine Riesenpause mehr. Weil jetzt langsam komme ich zu mir. Wie gesagt, ich bin halt so immer so super gestresst. Ne? Jetzt kann ich gerade, weil jetzt ist Ayla, braucht mich gerade nicht und jetzt kann ich gerade was machen und dann ist ein Überlegen, ne, was mache ich dann jetzt? Ne? Putze ich, koche ich, lege ich was ein, schneide ich Video, filme ich was, für wo, für was und wie und da und ne. Und ich bin immer noch auf der Suche, ich brauche auf jeden Fall eine neue Mitarbeiterin und dass wir das nämlich alles auf die Reihe kriegen, aber wird schon. Deswegen, ich denke auch, ich beende das Video für diese Woche. Ihr habt ja so ein bisschen gesehen, ne, Garten und so weiter, aber ich muss euch da auch auf jeden Fall ein Update auch so abfilmen. Der Garten, der wuchert, sieht aus wie ein Urwald. Da sind so viele, so eine fetten, riesen türkischen, weiß ich nicht, wie heißt die, Adapazar Kürbisse? Keine Ahnung, was soll ich mit diesen Riesendingern dann machen später? Oh mein Gott. Also, wir sehen uns nächste Woche auf jeden Fall. Ich nehme euch mit, wir gehen zusammen in Mariams Wohnung. Wir gucken, was sie da macht, was sie renoviert. Ich werde ihr meine Tipps geben. Dann gucken wir mal, was wir noch alles schaffen. Deswegen würde ich mich jetzt auch verabschieden und hoffe, wir sehen uns nächsten Sonntag bei einem neuen Vlog wieder. Also, meine Lieben, bis bald.